Im letzten Video der Education-Reihe haben wir uns den Wasserfall sehr genau angeschaut. Also die Fragestellung, wer bekommt was und wie entstehen unterschiedliche Tranchen bei CLOs. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, für welche Kunden sind CLOs interessant. Dabei gibt es natürlich zwei Ebenen zu beachten. Die erste Ebene ist natürlich die Fragestellung in einem bestehenden Portfolio von Renten und Aktien, wie passen CLOs dort hinein. Die zweite Ebene bezieht sich darauf, wenn man sich für CLOs entschieden hat, in welchem Rating-Segment soll man investieren. Wir wissen ja schon, dass es ein Investment-Grade-Segment gibt, eine Mezzanine-Tranche und eine Equity-Tranche, die kein Rating hat. Nun zu der Frage, wie passen CLOs in ein bestehendes, diversifiziertes Portfolio eines Kunden? Die Grafik, die zeigt nochmals die Struktur eines CLOs. Links sehen Sie die Unternehmen, dann in der Mitte sehen Sie den CLO-Manager und ganz rechts in der Grafik sehen Sie die einzelnen Tranchen. Doch der Fokus liegt heute bei der Fragestellung, welches Rendite-Risikoprofil habe ich denn in einem Portfolio. In der zweiten Grafik, also in dem Kuchenchart, sehen wir, wie ein bestehendes CLO-Portfolio in einem Gesamtallokation eingebettet werden kann. Wir sehen zunächst die Aktien, die Renten und die drei Segmente des CLOs. Wesentlicher Aspekt dabei ist der Floating-Charakter eines CLOs. Denn Aktien oder Anleihen besitzen diese Eigenschaften nicht. Nun kommen wir zu der Frage, wer kann welches Ratingsegment für seine Allokation implementieren? Dabei spielt natürlich die Regulatorik eine sehr wichtige Rolle. Greifen wir zunächst mal nur die Banken heraus. Bankenregelwerk ist Basel III bzw. Basel IV, auch als Basel III Reformpaket bekannt. Und wenn man sich das genauer anschaut, dann sind für Banken die Segmente AAA bis A relativ interessant für ihre Eigenkapitalverzinsung. Die zweite große Investorengruppe sind natürlich die Versicherungen, und zwar hier vor allen Dingen die Lebensversicherungen. Lebensversicherungen unterliegen der Solvency-Verordnung, und zwar dort in dem Segment Verbriefung. Wenn man sich das genauer anschaut, bei Lebensversicherungen ist das besonders attraktiv, das Segment AAA, weil die Belastung unter Solvency ist dort besonders gering. Dann gibt es noch ein zweites Segment der Versicherung, nämlich die Sachversicherung. Sachversicherungen haben deutlich mehr Freiräume in der Solvency-Seite her, also die sind viel, viel freier als eine Lebensversicherung. Und bei der Versicherung muss man unterscheiden, es gibt den sogenannten Standardansatz, der wird vorgegeben von der EU und wenn dieser Standardansatz implementiert ist in der Versicherung, dann ist das Segment AAA interessant. Bei der dritten Versicherungsgruppe handelt es sich um VAG-regulierte Versorgungswerke. Und wenn man sich das anschaut, die VAG-Regeln, dann kann man sagen, dass das Segment CLO AAA-Rating bis einfach A für diese Investorengruppe besonders interessant ist. Für alle gilt natürlich die sogenannte ABS-Quote, denn CLOs gehören ja zu ABS. Und diese Quote muss einen gewissen Platz haben oder Freiraum schaffen, damit man CLO investieren kann. Die letzte Gruppe ist die Gruppe der Vermögensverwalter. Vermögensverwalter unterliegen keinen formellen Anforderungen, was das Rating angeht. Die sind besonders frei. Also die können sich entscheiden von AAA bis hin zur Equity-Tranche. Der Vorteil ist natürlich, dass wenn man so viel Freiraum hat, bekommt man natürlich auch eine extra Prämie. Denn wir wissen ja, die großen Versicherungen und Banken sind nur im oberen Segment und ein Vermögensverwalter, der in Mezzanin investiert oder in Equity investiert, hat natürlich als Investor so eine Alleinstellungsmerkmale, denn die großen Käufer, Versicherungen und Banken sind in diesem Segment nicht. Das heißt also, er ist da völlig frei. Neben der Regulatorik spielt natürlich für jeden Investor das Verhältnis von Risiko und Ertrag eine entscheidende Rolle. Was wir nun haben durch die EZB-Politik ist, dass an den Zinsprodukten wieder am Zinsknochen etwas Fleisch ist. Das heißt, seit dem Anstieg der kurzfristigen Zinsen bekommt der Investor eine schöne Verzinsung. Aber es gibt noch einen Unterschied zwischen den Aktien und den Loans und den CLOs. Bei den Aktien ist der Performance-Treiber das Gewinnwachstum der Unternehmen, kurz
die EBITDA-Zahlen der Unternehmen. Bei den CLOs oder bei den Loans braucht man nur einen stabilen Cashflow. Das heißt also, das Unternehmen muss den Coupon eines Loans bedienen können. Man kann es auch kurz fassen. Am Ende der Laufzeit eines Loans muss das Unternehmen noch am Markt sein. Also den Unterschied zwischen CLOs, Aktien und Renten sieht man sehr schön in dem Performance-Chart hier. Wir haben rausgenommen einmal unseren Lupus Alpha High Quality, das ist diese bordeaux-rote Linie. Dann haben wir den iBoxx Non-Financial Corporate Bonds Index genommen und wir vergleichen die CLO Equity Note mit dem DAX, das ist diese gelbe Linie. Zunächst einmal zum Performance-Verlauf. Man sieht in der Corona-Krise, dass alle Segmente natürlich einen Verlust verbucht haben. Angefangen von CLOs bis hin zum DAX. Aber was man erkennt auch in dem Chart ist, dass die Geschwindigkeit, also wie schnell sich der Markt wieder erholt hat aus dieser Krise, ist unterschiedlich. CLOs haben sich relativ schnell erholt, und zwar auch schneller als der DAX. Das sieht man bei dem Vergleich High Quality zu dem DAX-Unternehmen, weil man hat die Werthaltigkeit in einem Loan-Portfolio durch die Senior Secured Struktur und dadurch weiß man, dass die Ausfallrate besonders gering ist und damit war natürlich die Erholung auch besonders kräftig und zügig. Ja, seit dem Anstieg des Euribors sieht man in dem Chart, dass sich die Segmente unterschiedlich entwickelt haben. Die Corporate Bonds konnten davon überhaupt nicht profitieren, weil die hatten eine lange Laufzeit, die Zinsen haben sich erhöht, die blieben bei ihren Kursverlusten. CLO-Portfolio, den High Quality als Beispiel, der hat sich sehr gut entwickelt. Warum? Weil der Euribor sich positiv entwickelt hat. Zu dem Euribor bekommt man einen Spread. Damit sieht man auch schön den Unterschied zwischen dem iBoxx und dem High Quality. Vergleicht man die CLO Equity Note, das ist die blaue Linie, mit dem DAX, so erkennt man natürlich auch die starke Performance im letzten Jahr. Der DAX tut sich relativ schwer, bei schwachem Wirtschaftswachstum Performance zu generieren. Wie wir gesehen haben, braucht man im Lohnportfolio nicht unbedingt Gewinnwachstum. Das heißt also, ein stabiler Cashflow reicht, um die Performance darzustellen. Und das sieht man natürlich auch sehr schön in der Equity Note. In der Tabelle sieht man einige Kennziffern der Produkte. Zunächst ganz links den Lupus Alpha CLO High Quality. Man sieht die Performance-Entwicklung seit der Auflage, seit 2015, eine Performance von fast 20%. Das kann man ganz gut vergleichen mit dem iBoxx, der hat im gleichen Zeitraum ungefähr eine Portfolio-Performance von 4 bis 5% erwirtschaftet. Vergleicht man das Risiko beider Produkte, so sieht man, der High Quality hat ungefähr das gleiche Risiko wie der iBoxx, so bei 4%. Der iBoxx hat ein Risiko bei 3,5%. Für den Investor natürlich auch interessant in Krisensituationen, wie ist der maximale Drawdown. Der liegt bei 15% ungefähr, 15 bis 16%. Beim iBoxx, was viele Investoren nicht so erahnen, ist der schon relativ hoch, nämlich schon fast 18%. Vergleicht man jetzt nun die Equity Note mit dem DAX, dann sieht man einmal, die Volatilität beider Produkte sind sehr ähnlich, nämlich eine Volatilität von 18 bis 19%. Beim DAX genauso wie bei der Equity Note. Doch die Performance unterscheidet sich deutlich. Der DAX hat eine ordentliche Performance von fast 60% aufzuweisen in dem Zeitraum, aber die Equity-Branche hat eine Performance von fast 150% aufzuweisen. Ja, als Fazit kann man zum Schluss festhalten, wenn man sich den CLO High Quality zum iBoxx vergleicht, dass man bei gleichem Risiko einen deutlich höheren Ertrag bekommt. Also es macht durchaus Sinn und ist durchaus erfolgsversprechend, sich mit CLOs zu beschäftigen. Genauso, wenn man das vergleicht mit dem DAX. Von Risiko-Rendite-Seite her bietet der Lupus Alpha High Quality Opportunity Note eine sehr schöne und gute Performance bei äquivalentem Risiko im Vergleich zum DAX.